So, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Sherlock Holmes, The Awakened. Wir sind diesmal mit Watson unterwegs. Scheinbar braucht... As you were, Watson. Do what you must. Es wird langsam ein bisschen gefährlich, möchte ich fast meinen. Die letzte Folge war auch schon ein bisschen übertrieben lang, einfach weil ich so gefesselt war. Am I mad? This painting wasn't here last time, Nee, was it? ist in der Tat nicht. Ich mag ja dieses schaurig grüne Schimmern jetzt gerade hier. Sieht alles gerade nicht so nice Another aus. sinking near Scotland. By the strand for all the details. Go. Thank you, sir. Ein Buch, das wir in den Sünden. Jahrhundertunwetter. Seit 2 Wochen tobt westlich der Küste von Lochaber ein Unwetter, das viele schon jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnen. Da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wetterlage weiter verschärfen wird, sind die Behörden alarmiert. Die Schifffahrt wurde hart getroffen und bereits 34 Schiffe gelten als verschollen. Während dieser Artikel geschrieben wird, steht das Leben von hunderten Seemännern auf dem Spiel, die tapfer ihren Kampf gegen die Elemente führen. Aufgrund der gefährlichen Bedingungen können keine Rettungsschiffe der Royal Navy auslaufen. Ihre Majestät, Königin Victoria, hielt eine Dringlichkeitssitzung mit ihrem Minister über die katastrophale Situation an unserer Küste ab. Überall auf der Welt wird von ähnlichen Phänomenen berichtet, die jedoch mit geringerer Intensität aufzutreten scheinen. In einem anderen Artikel geht es um einen französischen Meisterdieb mit den Initialen AL, der Scotland Yard zu nahen. Arsène Lupin. Okay, ist das jetzt eine Andeutung, dass das euer nächstes Spiel ist, was ihr remastert? Get the true facts. Bin ich ganz dabei, Frogwares. Remastered Arsène Lupin und Sherlock Holmes. Ich voll für. Naja. For some reason, it makes my skin crawl. Hey, Doggy. Take care of your master. Jetzt hier 2 Doggies. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely.
Dieses Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien, ihre Errungenschaften für das Vereinte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämter Nationalstolz. Boom. Diese Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Schmatt adressiert. Das Unwetter zu. Der Barnes kam bei dem Namen Stevenson als erstes der schottische Autor Robert Louis Stevenson in den Sinn. Äh, hm. Die Zeit. Nee, ich meine, die Wissenschaft. In dem Buch die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevensons kurz Erwähnung die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert. Louis Stevenson ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bellrock-Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevensons in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden. Die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren, haben es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Okay, also wir haben jetzt die Stevenson. Okay. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stevensons erbauter Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. So ein guter, der Barnes.
Rubber-Nangal bedeutet auf Schottisch-Gälisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegant anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahr 1857 von David und Thomas Stephenson erbaut und war nicht der einzige von den Stephensons in diesen Jahren errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. Der von Alan Stephenson entworfene und im Jahr 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Ardan Mughran in der Region Lochaber. Aufgrund ägyptischer Einflüsse ist seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Der Scary War Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens südwestlich der bewohnten Insel Tiree. Er wurde von Alan Stephenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskieren auf dem gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken dessen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barrowhead und thront mit seinem Leuchtfeuer über dem Südende der Meerstraße de Minch. Der von Robert Stephenson entworfene und im Jahr 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der höchstgelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreiches. So, Watson, und was machen wir jetzt daraus? Doctor? Look! Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Muss leider ablehnen. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Wie war das? Jeder, der das Necronomicon liest, wird wahnsinnig. Ich hatte es jetzt nicht für eine gute Idee gehalten, es Barnes zu überlassen. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Erzählen Sie mir mehr. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details.
Fall, der einsame Beobachter. Einer unserer Informanten, Philip Hawke, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Mr. Hawke hat unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines Ihrer Klienten, Captain Stanwyck. Statten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich bei der Buchhandlung. Statten wir doch mal den guten alten Captain Besuch ab. Oh, guckt mal, Pianos und Organe. Sogar ein Keyshop. Nur die Frage, wo in der Nähe von Stanwyck, ne? Hier kann ja weit... kann ja... weit verständlich sein. Schöne Wohnung. War jetzt hier vorne, als der gesagt hat. Vielleicht. Ah, okay. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Royal Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. 5:45 Uhr. Kutsche mit vermummten Besucher eingetroffen. 7:25 Uhr. Kutsche abgefahren. Besucher blieb im Gebäude. 9:10 Uhr. Kisten mit Gold aus dem kaiserlichen japanischen Münzamt eingetroffen. 9:36 Uhr. Kisten werden immer noch entladen. 10:10 Uhr. Letzte Kiste wurde in die Botschaft gebracht. 11:33 Uhr. Osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12:44 Uhr. Die Herren konferieren im 2. Stock. Zu sehen sind Karten von M. A capital M signed by someone else's hand. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street.
Ähm... I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Ist das dieses Moriarty-Ding? Ich glaube, M steht hier für Moriarty. Family, Watson. I let go of the best part in Cordona. Now I am left with the worst in Mycroft. Das ist doch der falsche. Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Adnamurshan-Leuchtturm durchzuführen. Und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlicher Ethnien zu opfern. Tja, Holmesy, darüber müssten wir mal reden. Weiß alles. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Oh, you are undoubtedly mad. And egotistical, irascible, oblivious, infuriating. All right. Self-absorbed, self-righteous, self-congratulatory. Okay. And invariably correct. So fear not madness, for it seems to me your greatest strength. Something stirs in the depths, Sherlock. A danger. A darkness only a madman would dare face. Into the darkness, then. Oha.
Schön, dass es die Ankündigung ist. Auf nach Schottland, Kapitel endet. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Ruhe vor dem Sturm. Kapitel 8. Letzte Kapitel. Das Erwachen. Leuchtturm. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. Holmes. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Ja, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir werden uns dann ins Finale stürzen. Ich hoffe, das dauert nicht dann allzu lange. Aber das werden wir ja sehen. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal bei euch. Bis dahin. Tschüss.